Kann man per Radio mit den Toten sprechen? Ja, Burkhard Heim hat es natürlich gemacht, wie vor und nach ihm auch viele andere. Was er Besonderes gemacht hat und wie seine Experimente verlaufen sind, darüber möchte ich in diesem Video berichten. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Instrumentelle Transkommunikation, kurz ITK. Das ist die Kommunikation mit Verstorbenen mithilfe technischer Vorrichtungen. Die ersten Berichte dazu sind eigentlich so alt wie die elektromagnetische Kommunikation selber. Die ersten systematischen Versuche dazu wurden jedoch erst ab den 1950er Jahren gemacht, und zwar von dem Schweden Friedrich Jürgensen. In Deutschland wurde als erster aufmerksam auf das Thema der Freiburger Professor für Psychologie Hans Bender, auch bekannt als der Gründer des Außeruniversitären Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, Volksmund kurz Institut für Parapsychologie. Bender wollte auf jeden Fall in das Thema einen Physiker involvieren, einfach aufgrund der technischen Natur der ganzen Sache. Und so kam es, dass er Burkhard Heim ansprach, der für das Thema bereits Interesse bekundet hatte. Und daher kam es, dass Burkhard Heim in den Jahren 1964 bis 1974 eigene Versuche zu dem ganzen Themenkomplex durchführte. Publiziert hat er zu der ganzen Sache allerdings rein gar nichts. Aus Gründen, auf die ich im Laufe des Videos noch zu sprechen komme. Allerdings hat von Ludwiger in seiner Heimbiografie darüber berichtet. Von Ludwiger war selber auch Zeuge einiger dieser Versuche. Im Stadtarchiv von Nordheim lagern auf jeden Fall 9 kleine Heftchen mit Notizen zu den Inhalten der Versuche und auch zu theoretischen Überlegungen, die er daraus abgeleitet hat. Wie muss man sich nun Heims Methode vorstellen? Nun, Heim hat mit 2 Radiosendern gearbeitet. Diese Sender hatten Frequenzbänder, die in einem gewissen Abstand zueinander waren. Und wenn man sich jetzt die Amplituden-Frequenzebene dieser Radiosender aufträgt, dann hat man hier eine Überlagerung, also ein Superpositionsfeld der Amplitudendiskriminanten. Das ist der genaue Ausdruck. Nun gibt es diesen einen Ort hier, wo die Amplituden genau gleich groß sind. Und nun stellte Heim seinen Empfänger auf genau diese Frequenz ein oder in der Umgebung dieser Frequenz. Eigentlich müsste man erwarten, da müsste nur statisches weißes Rauschen zu hören sein. Aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit und Reproduzierbarkeit traten an der Stelle Stimmen auf. Nun könnte man ganz zu Recht vermuten natürlich, das sind irgendwelche Einkopplungen von irdischen Radiosendern. Und Heim war da sehr kritisch und hat sich sehr bemüht, solche Hypothesen zu widerlegen. Er hat zunächst mal untersucht natürlich, ist das Ganze abhängig vom Wetter etwa. Tatsächlich war es nicht abhängig vom Wetter, also von Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Es war auch nicht abhängig von Tageszeit oder Jahreszeit. Es war auch nicht abhängig davon, welche Personen anwesend waren oder ob überhaupt Personen anwesend waren. Um wirklich auszuschließen, dass es sich um Einkopplung anderer Radiosender handelt, hat er Versuchsreihen gemacht mit 2 identischen Apparaturen, die er in Göttingen an 2 unterschiedlichen Standorten betrieben hat zur gleichen Zeit. Der Abstand betrug ziemlich genau 3 Kilometer. Das ist in etwa die Wellenlänge gewesen, die Größenordnung der Wellenlänge gewesen, der dabei verwendeten Frequenzen. Am einen Standort waren er und seine Frau anwesend, am anderen Illobrand von Ludwiger und dessen Doktorvater, Professor Gerhard Lyra, Professor für Mathematik. Wenn es sich bei der Sache nun um ganz gewöhnliche Radiosendungen gehandelt hätte, dann hätte man in den Tonbandaufzeichnungen von beiden Standorten nachher genau dasselbe hören müssen. Hat man aber nicht. Es waren ganz unterschiedliche Stimmen zu hören. Und damit war die Hypothese der irdischen Radioübertragung widerlegt und es blieb nur die Möglichkeit übrig, dass es sich tatsächlich um paraphysikalische Phänomene handelte. Die Auswertung dieser Versuche geschah übrigens immer über Tonbänder. Es wurde in dieser beschriebenen Frequenz aufgezeichnet und danach haben sich Burkhard Heim und Gerda Heim unabhängig voneinander die Tonbänder angehört. Nach Möglichkeit hat Heim sie auch noch andere Personen anhören lassen. Und nur, wenn es ausreichende Übereinstimmung gab in dem,
was die verschiedenen Personen verstanden haben. Dann wurden die Aufzeichnungen überhaupt als sinnvolle, als gültiges Versuchsergebnis zugelassen. Heim war da sehr vorsichtig. Andere Forscher gingen da wesentlich unbekümmerter mit solcher einer Qualitätssicherung um. Es besteht immer die Gefahr, gerade bei solchen Sachen, die ja ihrer Natur nach auch undeutlich sind, dass man etwas rein interpretiert oder rein hört, was da gar nicht ist. Aber Heim hat das, wie gesagt, durch dieses gründliche Vorgehen ausgeschlossen. Insgesamt entstanden im Laufe der Jahre auf diese Weise 1338 verschiedene Aufzeichnungen. Natürlich hat sich die Qualität im Laufe der Zeit entwickelt. Zu Anfang kamen einzelne Worte, Satzfragmente oder irgendwelche Bemerkungen, die gar keinen Zusammenhang mit der aktuellen Situation zu haben schienen. Ich komme von Potsdam, Burkhard, von Potsdam zum Beispiel. Oder sag doch Edith, Igittigit, Igittigit, Igittigit. Heute Abend ist Konzert von Anton. Oder hat Hage schon einen Rechtsanwalt? Mein Gott, was hast du bloß für schmutzige Hände, du Schweineigel. Also furchtbar, empörend schmutzige Hände. Also auch mal witzige Sachen. Oder Tante Emily trinkt heftig Schnaps. Auf mich wirkt das so, als würden einfach irgendjemandem Gedanken durch den Kopf gehen. Könnt ihr bei euch selbst beobachten. Wenn man nicht gerade ganz tief meditiert, ist das leider ein relativ normaler Geisteszustand. Also es fliegen einem irgendwelche Sachen durch den Kopf, die man so flüchtig erzeugt und die dann auch wieder weg sind. Vielleicht geht es den Verstorbenen gar nicht anders. Dann kamen jedoch auch langsam Stimmen, die den Experimentator direkt anzusprechen schienen und ihm etwas mitteilen wollten. Und so kam es am 22.12.1965, dass sich eine Stimme meldete, die sich als Heims ein Jahr zuvor verstorbener Vater ausgab, Heinrich Heim. Bitte hör mich an, ich bin dein Paps Heim. Ich bin dein Vater, bin dein Paps, ich bin dein Vater. Sei nicht traurig, dein toter Paps ist das. Dein Vater, Burkhard, du bist mein Junge, Burkhard der Gute. Man kann sich vorstellen, dass Burkhard Heim das sehr nahe gegangen ist. Er hatte eine sehr enge Beziehung zu seinem Vater, sein Tod hat ihn tief getroffen und ein Jahr danach dann den Beweis für sein Überleben zu erhalten, das muss ihm sehr viel bedeutet haben. Im Laufe der Jahre meldeten sich auf diese Weise ganz verschiedene Stimmen bzw. Personen, die diesen Stimmen zugeordnet werden konnten. In 18 Fällen waren es Personen, die Burkhard und Gerda Heim beide zu Lebzeiten persönlich kannten. 23 waren Personen, die jeweils einer von beiden zu Lebzeiten gekannt hatte. 2 waren ausstehende Personen, also Freunde von Bekannten oder so etwas. Und 7 davon waren ihnen völlig unbekannt. Auffällig war, dass sich die Personen sehr häufig meldeten am oder um den Jahrestag ihres Todes oder ihres Geburtstages. Sofern er natürlich bekannt war, konnte man das feststellen. Im Laufe der Zeit verbesserte Heim natürlich seine Apparaturen und die Qualität der empfangenen Stimmen wurde besser. In einen regelrechten Dialog, im Sinne wie bei einem Telefongespräch, konnte er trotzdem noch lange nicht einsteigen. Man muss sagen, andere Gruppen nach ihm haben da eigentlich noch wesentlich bessere Ergebnisse erzielt, was die Deutlichkeit der Kommunikation anbelangte. Etwa Harsch Fischbach aus Luxemburg oder Meek und O'Neill aus den USA. In diesen beiden Fällen haben diese beiden Gruppen haben sich tatsächlich von Medien beraten lassen, technisch beraten lassen gewissermaßen, sodass sie von drüben Anweisungen bekamen, wie ihre Apparaturen aufzubauen sind, die sie dann auch umgesetzt haben. Für Heim waren diese technischen Jenseitskontakte allerdings ein zweischneidiges Schwert. Er hat sie sogar Büchse der Pandora genannt. Er machte sich viele Gedanken darüber, was die kulturellen, psychologischen, metaphysischen Implikationen wären, wenn man denn jederzeit nach Belieben mit den Toten sprechen könnte. Deswegen hat er die Versuche letztendlich auch aufgegeben. Nun, ich denke, er hat sich da etwas umsonst Sorgen gemacht. Wie gesagt, andere haben noch bessere Ergebnisse erzielt, was die reine Deutlichkeit und die Reproduzierbarkeit anbelangte. Aber es ist trotzdem keine Katastrophe passiert. Auf einen weiteren Aspekt möchte ich an der Stelle hinweisen, der auch für ihn eine Rolle spielte.
Sowohl bei den technischen als auch bei medialen Jenseitskontakten hat man nicht unbedingt eine Garantie dafür, dass derjenige, dass die Personen, die sich da melden, auch die sind, für die sie sich ausgeben. Es gibt genügend Beispiele, und zwar in beiden Fällen, technisch und rein geistig, von Fopgeistern kann man sie nennen, also irgendwelchen desinkarnierten Persönlichkeiten, die sich die Aufmerksamkeit von den Lebenden wollen und deshalb ihnen erzählen, was sie hören wollen. Man merkt das meistens daran, dass außer esoterischen Allgemeinplätzen oder reinen Fantasieprodukten da keine Botschaften rüberkommen, die irgendwie von Bedeutung wären. Heim war da immer sehr vorsichtig und er hat auch immer nur von Stimmen gesprochen. Er hat es nie für selbstverständlich gehalten, dass die Person, die da sprach, tatsächlich die war, die er zu Lebzeiten gekannt hatte. Jetzt habe ich in diesem Video grob umrissen, was für Experimente Heim gemacht hat und was für Ergebnisse er bekommen hat. Jetzt gibt es noch eine ganze Menge weiteres Material in diesen Tonbandstimmenmanuskripten. Das betrifft unter anderem vor allem die theoretischen Überlegungen, die er daraus abgeleitet hat und die Bedeutung für sein gesamtes theoretisches Gebäude. Darüber werde ich noch mindestens ein weiteres Video machen, vielleicht sogar eine kleine Videoreihe. Wenn euch das Thema und dieses Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da und schaltet euch wieder ein, egal ob von diesseits oder vom Jenseits, bei 6 Dimensionen in Farbe.